Die Europameisterschaft 2024 auf Stuntman TV wird Ihnen präsentiert von DAF Bier 0,0 und Arasaka. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Berlin im Olympiastadion zum Europameisterschaftsfinale 2024. Da haben wir schon das Objekt der Begierde gesehen, der EM-Pokal aus echtem Sterling-Silber. Da sehen wir ihn nochmal wunderschön. Und ja, was für ein absolutes Traumfinale haben wir da serviert bekommen von den Fußballgöttern. Deutschland gegen England, die alten Rivalen. Ein absoluter Fußballklassiker wartet auf uns. Und jetzt die Hymne von Deutschland. Videotexttafel 404, falls Sie nicht ganz textsicher sind. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Rühmliche dieses Glück. Was war das denn? Jawohl! Damit haben wir die Formalitäten aus dem Weg geschafft. Und es kann losgehen, meine Damen und Herren. Die Deutschen mit dem Anstoß. Das Europameisterschaftsfinale 2024 ist unterwegs. Die Spannung liegt hier in der Luft, ist förmlich zu greifen. Und ja, wie werden beide Mannschaften hier reinfinden ins Spiel? Die Engländer werden wahrscheinlich wieder mit ihrer destruktiven Anti-Fußball-Taktik versuchen, ihr Beton anzurühren. Da ist Musiala, versucht die Flanke reinzubringen. Stones blockt ab, aber der Schiedsrichter hat irgendwas gesehen. War da eine Hand im Spiel? Das wird natürlich überprüft. Hier direkt zu Beginn des Spiels. Möglicherweise Elfmeter für Deutschland. Oh, naja, den kriegt er eigentlich eher an die Brust. Aber was entscheidet der Video Assistant Referee? Er bestätigt den Elfmeter. Ja gut, die aktuelle Regelauslegung ist da natürlich auch ziemlich eindeutig. Wenn der Ball irgendwie an die Hand springt im Strafraum, ist es ein Elfer. Und jetzt Havertz und Deutschland ist 1-0 vorne. Bärenstark behält Kai Havertz da die Nerven. Und macht wieder sein fürchterliches Tänzchen nach dem Tor. Aber gut, Hauptsache drin das Ding. Wir schauen nochmal drauf mit der Hypermotion Volumetric Technology, powered by Arasaka. Oh, da hat er Pickford verladen. Schiebt den Ball dann ganz lässig ein. Uiuiui, das hätte auch schief gehen können. Ist es aber nicht zum Glück. Und damit Deutschland in der 4. Minute in Führung. Und das ist natürlich genau der Start, auf den wir gehofft haben. Gegen die destruktiven Engländer. Damit ist ihr Plan schon mal hinüber. Das 0:0 in der 120. plus 4 zu retten und dann irgendwie ein Dudeltor reinzumachen. Wir sind in der 10. als Foden. Und da ist der Ausgleich. Was ist das für eine Scheiße, du? Phil Foden schraubt sich da in unserem Strafraum hoch. Und bringt den Ball im Netz unter. Und jetzt hat er sich da selbst anscheinend auch verheddert. Was ist denn hier los? Er kommt gar nicht mehr raus aus unserem Tor. Unglaublich. Wir schauen mal drauf. Saka. Oh Gott, sträflich alleine. Und Foden. Oh, war da mit der Hand dran, mit dem Ellbogen, oder? Schauen wir noch mal drauf. Ja, eindeutig. Foden drückt den Ball da. Eindeutig mit dem Oberarm über die Linie. Das wird nicht zählen. Und da landet er auf Manuel Neuers Bein. Und was ist das? Der Schiedsrichter gibt das Tor. Es steht 1:1. Das ist ja unglaublich. Eine katastrophale Schiedsrichterleistung bis hierhin. Aber soll uns jetzt auch egal sein. Da ist Musiala auf dem Weg zum 2:1. Fragezeichen. Abgeblockt. Und Ball noch heiß. Gündogan. Und da ist das Tor. Die Deutschen schlagen direkt wieder zurück. Was für ein unfassbares Spiel hier. In Berlin, meine Damen und Herren. Die Ereignisse überschlagen sich. Man kommt gar nicht mehr hinterher. Handelfmeter, Handtor. Manuel Neuer bricht sich das Bein, spielt trotzdem weiter. Declan Rice wurde auch hardcore umgetreten. Sie haben es vielleicht gesehen zu Beginn dieser Sequenz. Das muss natürlich auch nochmal überprüft werden. Das war möglicherweise auch ein Foul. Und Gündogan macht hier das Tor. Wahnsinn! Keine Chance für Pickford, wie wir da sehen. Und ja, die Deutschen 2:1 vorne, das Tor zählt, check over. Das ist auch eine äußerst grenzwertige Entscheidung. Da kann man sich als Engländer natürlich drüber aufregen. Declan Rice muss verletzt raus. Die Deutschen haben einfach weitergespielt und das Tor gemacht. Auch das nicht
die feine englische Art, sage ich mal. Aber gut, das ist die Rivalität. Hier ist natürlich Feuer drin. Da ist wieder Musiala und da kommt direkt die Revanche. Tomori. Er war für Declan Rice gekommen. Der Schiedsrichter beletzt da bei einer Ermahnung. Also das ist ja unfassbar. Eine Fehlentscheidung nach der nächsten. Wow, das ist rot. Und der Schiedsrichter gibt überhaupt keine Karte. Man kann es nicht fassen, was hier los ist. Unglaublich, meine Damen und Herren. Und damit jetzt natürlich die große Chance für die Deutschen. Toni Kroos wird das übernehmen. Der Maestro der Standards wird vermutlich die Flanke reinbringen. Nein, entscheidet sich da doch für den Querpass. Auch das ja eine seiner vielen Spezialitäten. Aber da ist die Kugel weg. Und damit vielleicht Konterchance für die Engländer. Jetzt müssen die Deutschen natürlich aufpassen. Da ist Harry Kane. Holt sich den Ball da ganz hinten, so wie ihm das Southgate mit Sicherheit vorgegeben hat. Walker bringt die Flanke. Bellingham. Und der Ball trudelt ins Aus. Und der Schiedsrichter hat schon wieder Diskussionsbedarf. Hat sich da Rüdiger rangeholt. Was ist denn jetzt los? Oh, schon wieder Potential Penalty Check. Es geht wohl wieder um ein Handspiel. Und ja, aus nächster Nähe angeschossen. Das ist eine aktuelle Regellage Elfmeter. Was war das schon wieder? Aber ja, der Elfmeter geht in Ordnung. Bitter, aber so sind nun mal die Regeln. Und jetzt Harry Kane gegen seinen Mannschaftskollegen Manuel Neuer. Harry Kane haut das Ding unhaltbar in den Winkel und verheddert sich danach auch im Netz. Was ist denn los mit den Engländern? Ja, da war nichts zu halten. Wunderbarer Elfmeter von Harry Kane. Wir schauen drauf mit der Hypermotion Technology. Bekommen hier leider keine Fakten eingeblendet, aber ein paar schöne Glitchgeräusche, damit die Wiederholung geiler ist. Und dann Rudelbildung. Gelb für Harry Maguire. Was war passiert? Oh! Räumt da Havertz ab. Ja, dem Schiedsrichter ist das Spiel hier jetzt schon völlig entglitten. Hier ist maximal Feuer drin, wie das auch zu erwarten war bei Deutschland gegen England. Da ist Foden und Manuel Neuer kriegt gerade noch die Flosse dran. Sensationelle Parade. Da schauen wir nochmal drauf mit der Hypermotion. Distanz zum Tor 17 Meter. Und jetzt schauen Sie sich das an. Reaktionszeit 0,7. Und was sind das für absolut beschissene Bilder? Da haben wir Millionen hingelegt für die Technologie und dann filmt die nur den Himmel. Unfassbar. Und damit geht's in die Pause, meine Damen und Herren. 2:2. Eine unglaubliche erste Hälfte. Das Spiel nach wie vor auf Messerschneide. Wir schnaufen kurz durch, geben ganz kurz ab zur Werbung. Und dann sind wir gleich wieder hier, meine Damen und Herren. Und damit gehen wir rein in die zweite Halbzeit und es sind leider direkt schlimme Szenen. Wir sind in der 50. Minute. Foden wälzt sich da am Boden. Andrich springt da rein, ein völlig Wahnsinniger. Foden ist wasted, muss raus. Für ihn kommt Rashford rein. Und ja, auch das gab nur Gelb für Andrich. Und dann Gelb für Saka. Ja, auch das rot. Es ist der Wahnsinn, was hier los ist. Dann wird wieder Fußball gespielt. 64. Minute. Gündogan. Aber Pickford kann abwehren. Ja, und da wird schon wieder hitzig. Andrich wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und ja, was soll man da sagen? Eigentlich wäre das eine rot-rote Karte gewesen, aber er darf trotzdem weitermachen. Der Schiedsrichter belässt bei einer Ermahnung. Wir sind in der 85. Wieder Gündogan. Und da hat nicht viel gefehlt. Und dann, ja, bestraft ihn Alexander-Arnold für den Schuss. Auch das gelb. Und dann sind wir in der Nachspielzeit. Da ist Musiala. Versucht den Lamine Yamal. Aber ganz knapp daneben. Und damit bleibt's beim 2:2. Es gibt, wie es fast unvermeidlich war, Verlängerung, meine Damen und Herren. Holen Sie sich schnell ein neues Duffbier. Und dann sind wir gleich zurück. Und da sind wir in der Verlängerung. Und es geht weiter wie gewohnt. Kimmich mit einem rotwürdigen Foul. Sieht nur gelb. Immerhin bleibt der Schiedsrichter seiner Linie treu. Dagegen kann man nichts sagen. Die Engländer. Was für eine starke Ablage da von Grealish. Da ist Watkins. Und
die Deutschen mit dem Ball gewinnen, aber dann ist er schon wieder weg. Bellingham, wieder Watkins. Rashford! Aber Neuer kann den Ball sogar festhalten. Und dann sind wir schon in der zweiten Hälfte der Verlängerung. Walker bringt die Flanke rein. Wieder Watkins. Und wieder kann Neuer die Kugel sichern. Dann sind wir in der Nachspielzeit der Verlängerung. Die letzte Chance. Da köpft ihn daneben. Das wär's doch gewesen, Mann. Aber war's nicht. Und damit ist es soweit, meine Damen und Herren. Der Traum / Albtraum wird Wirklichkeit. Elfmeterschießen gegen England in Berlin um den Europameisterschaftspokal. Das kann man sich nicht ausdenken, meine Damen und Herren. Holen Sie sich nochmal 1, 2 Duff-Bier. Nur ein Spot und dann gibt's Elfmeterschießen. How Idiots Work. Emu Works. Und da sind wir gerade noch rechtzeitig. Füllkrug steht bereit für den ersten Elfmeter und zimmert ihn unhaltbar in den Winkel. Dann Ollie Watkins gegen Manuel Neuer. Auch er haut das Ding rein. Pickford hat natürlich wieder seine Flasche. Hoffentlich lässt sich Musiala da nicht verunsichern. Nein, auch er souverän. Dann Bellingham. Jude Bellingham. Neuer pariert das Ding. Die Deutschen einen vorne. Müller. Der Routinier. Auch er links oben ins Eck. Die Deutschen alle an die gleiche Stelle. Dann Grealish. Jack Grealish hat die Haare schön und macht den Elfmeter rein. Dann Pascal Groß. Warum denn Pascal Groß? Wer ist das überhaupt? Aber auch er trifft. Und damit die Engländer jetzt unter Zugzwang. Rashford muss treffen. Sonst ist Deutschland Europameister und die Engländer wieder im Tal der Tränen. Rashford bringt das Ding im Kasten runter. Und jetzt Kimmich gegen Pickford. Der englische Keeper hat natürlich auf seiner Flasche gelesen, wo die Lieblingsecke von Kimmich ist. Das weiß Kimmich auch. Was macht er? Er haut das Ding rein. Deutschland ist Europameister 2024. Joshua Kimmich schießt uns zum Titel. Rennt direkt zu Julian Nagelsmann. Weiß da natürlich, wer für dieses Sommermärchen 2.0 hauptverantwortlich ist. Sie sehen's, wunderschöne Bilder hier. Pure Freude auf den Tribünen. Und da sehen wir es nochmal. Ja, voller Überzeugung haut er das Ding rein. Lässt Pickford da keine Chance. Und ja klar, sind wir mal ehrlich, ab dem Zeitpunkt, wo wir im Elfmeterschießen waren, war es eigentlich klar, dass wir gewinnen. Die Engländer werden ja wohl kaum gegen uns ein Elfmeterschießen gewinnen und schon gar nicht bei uns zu Hause. Was ist hier los, ey? Immer wieder passiert das. Aber irgendwie sieht das doch aus wie Spanier, oder? Bin ich bescheuert? Sehen Sie das auch oder bilde ich mir das irgendwie ein? Ah! Und wieso wird ja eigentlich Campiones gesungen und nicht Major Tom? Ich fühle mich irgendwie ganz merkwürdig. Irgendwie so ein latenter Kotzreiz. Aber gut, das könnte auch vom Duff-Bier kommen. Naja, jetzt die Siegerehrung. Da haben wir Musiala gesehen. Füllkrug, Andrich. Ja, und Thomas Müller, der Routinier. Was für eine Geste da von der Mannschaft. Er darf offensichtlich den Pokal entgegennehmen. Und jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Deutschland ist Europameister. Scheiße, was passiert hier? Du brauchst frische Luft. Sofort. Hä? Johnny Silverhand. Was macht der hier auf dem Rasen? Was mache ich hier auf dem Rasen? Wir sind miteinander verwoben. Du und ich. Wir sind eins. Fuck. Ja, ich weiß. Naja, aber wenigstens ist Deutschland Europameister geworden. Hier? Meine Fresse. Bist du loyal. Aber auch etwas beschränkt. Warte mal. Willst du damit sagen, dass das hier alles nur ein Fake von Arasaka ist? Genau das meine ich. Diese verdammten Mistkerle. Was machen wir jetzt? Wirf das Pseudo-Endotrizin ein und lass mich ans Steuer. Sicher? Na gut. Bombe ist bereit.